und herzlich willkommen auf unserem Kanal Tabletop Stuff. Heute geht es weiter mit den Fraktionsvorstellungen abseits von unserer Kampagne, diesmal die Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten hatten wir zum gewissen Teil schon einmal in dem Video mit den US Marines für euch besprochen. Das Video hatte Christian gemacht, in dem er seine aktuellen US Marines vorgestellt hatte für unsere Pazifik-Kampagne. Wenn ihr da gerne nochmal reinschauen wollt, verlinken wir euch das Video auf jeden Fall. Und heute soll es einfach nur nochmal kompakt um die Vereinigten Staaten gehen. Das heißt, die bestehen ja nicht nur aus den US Marines, sondern auch Airbornes bzw. Ranger, die Army. Und all die Sachen wollen wir heute mal klären. Die Armee-Sonderregeln, wie man sie spielen könnte oder wie man sie spielt, wie wir sie bisher gespielt haben. Und da wollen wir euch heute einen Einblick geben und da würde ich sagen, wir gehen direkt rein. Wir kommen jetzt direkt zur ersten Armee-Sonderregel, die da heißt Feuern und Bewegen, beziehungsweise Feuer und Bewegung. Das bedeutet nichts anderes, dass die Ausrüstung der Amerikaner, was zumindest die Infanteriewaffen anbelangt, ziemlich gut war. Dass die Soldaten halt die Möglichkeit hatten, während sie sich bewegt haben, noch mit ihren Waffen sehr gut ihre Ziele anvisieren und schießen konnten, wo andere Armeen, sage ich jetzt mal, sich erstmal ein bisschen verschanzen mussten, den Feind in Ruhe anvisieren und dann schießen oder praktisch nur aus der Hüfte geschossen haben. Und bei den Amerikanern die Handfeuerwaffen, sage ich mal, ein Standard hatten, weil sie ja auch ziemlich spät auch erst so wirklich in den Krieg hinzugekommen sind als kämpfende Truppe, schon einen gewissen Standard an Bewaffnung hatten, die eigentlich ziemlich gut war für Infanterieeinheiten. Und somit ist es jetzt hier den Amerikanern in dieser Sonderregel erlaubt, dass sie sich jetzt hier ganz normal über den Befehl vorrücken praktisch bewegen können. Das symbolisieren wir hier mal und könnten jetzt hier praktisch die deutsche Truppe beschießen, ohne dass sie jetzt bei diesem Vorrückenbefehl den Malus bekommen würden für das Bewegen, sondern sie können dann einfach schießen, ohne den Malus zu haben. Und das ist ziemlich wertvoll. Das bedeutet im Prinzip, die Amerikaner können sich im Feld ziemlich gut vom einen Hindernis zum nächsten Hindernis bewegen und immer wieder den Feind unter Beschuss nehmen, praktisch in der Hoffnung, dass sie dann halt durch diesen Malus, den sie halt nicht bekommen, das Glück haben, immer mal wieder einen Soldaten auszuschalten. Also ich finde das schon ziemlich wertvoll und auch mit eigentlich die Hauptarmee-Sonderregel, die Amerikaner halt auch richtig stark machen. Ne? Also wenn die dann Feuer austeilen und diesen Malus nicht haben, das ist schon teilweise, also man merkt es definitiv, ne? Wenn jetzt hier die ganze Infanterietruppe schießt und die haben alle diesen Malus nicht, ne? Irgendwelche Waffen von den Würfen her funktionieren immer gut, das ist schon wertvoll, ne? Manchmal das Zündlein an der Waage, jetzt im Schusswechsel hier mit den Deutschen, und das ist schon wirklich praktisch. Zu erwähnen ist jetzt hier zum Beispiel auch noch, dass die Amerikaner hier auch ein spezielles Schnellfeuergewehr haben. Das ist jetzt hier in dem Fall die Bar, also ein Schnellfeuergewehr, keine Sturmwaffe in dem Sinne. Das Gute an diesem Bar ist im Prinzip die Reichweite, ne? Die können im Prinzip bis zu 30 Zoll den Feind aufs Korn nehmen.
und haben dabei halt noch 2 Schuss, ne, im direkten Vergleich zu einer Sturmwaffe, zum Sturmgewehr. Haben wir halt nur eine maximale Reichweite, wenn wir jetzt die Deutschen halt haben, von 18 Zoll. Und die hat dann halt auch 2 Schuss. Ne? Also von daher reichweitentechnisch auf jeden Fall auch nochmal ein Bonus. Und so ein Standard Infanterietrupp, der darf dann auch bis zu 2 Bars haben. Ich weiß es jetzt gerade nicht, wie es in den ganz früheren Trupps ist, aber auf jeden Fall ab Mittwoch darf man definitiv 2 Bars mitführen. Ja, und das macht die Amerikaner halt ziemlich stark. Ne? Also vorrücken, direkt schießen, ohne diesen Malus zu kassieren, eine sehr, sehr gute Armeesonderregel. Und ich finde auch wieder, es ist gut umgesetzt, weil, wie gesagt, die Amerikaner sind etwas später in den Krieg eingestiegen, konnten gewisse Erfahrungen von Alliierten übernehmen in ihre Bewaffnungen. Und ja, daher gibt's eigentlich nichts auszusetzen. Also eine sehr, sehr gute Armeesonderregel. Kommen wir zur nächsten Armeesonderregel der Vereinigten Staaten. Das wäre in diesem Fall die Luftüberlegenheit, ausgelöst oder im Zusammenhang mit dem Fliegerleitoffizier, die praktisch aussagt, dass der Fliegerleitoffizier in dem Spiel nicht nur einen Luftschlag anfordern darf, sondern ganze 2 Luftschläge. Historisch ist das im Prinzip begründet, dass die Amerikaner im Kriegsverlauf einfach die absolute Luftüberlegenheit im deutschen Luftraum hatten und dadurch natürlich die Möglichkeit hatten, bevor Infanterie bzw. Panzerkolonnen irgendwo Feindkontakt aufnehmen mussten, wenn Ziele bekannt waren, hat man zuallererst die Luftwaffe angefordert, um vorab halt Ziele zu klären, ohne dass unnötigerweise halt Einheiten auf dem Boden jetzt da irgendwo in Mitleidenschaft geraten. Und man hat dann einfach die Möglichkeit genutzt, die Luftüberlegenheit auszunutzen, um halt den Gegner vorab schon zu schwächen. Und gerade solche Panzer wie dem Panther hier oder auch Tigerpanzer, die sind ja im späteren Kriegsverlauf auch gerade durch solche Geschichten dann eher ausgeschaltet worden und weniger durch amerikanische Panzer oder Panzerabwehrwaffen. Das war eigentlich so im späteren Kriegsverlauf die größte Gefahr der deutschen Truppen. Eine weitere Armee-Sonderregel der Vereinigten Staaten sind die Gyrostabilisatoren. Das sind im Prinzip Systeme, die man in Panzern verbaut hat. Hier zum Beispiel in den M3A1 Stuart oder halt auch hier in den Sherman-Panzer, um es gerade für sehr erfahrene Besatzungen möglich zu machen, dass sie praktisch während der Fahrt das Ziel gut anvisieren konnten und praktisch da die Schüsse schon abgeben konnten, ohne jetzt irgendwo nochmal einen Stop anzulegen und genau anzuvisieren. Es ist aber so gemacht worden von Warlord, um zu zeigen, dass solche Systeme, die auch etwas neuer waren, nur von erfahrener Besatzung genutzt werden konnte, vernünftig genutzt werden konnte. Und somit könnt ihr diese Gyrostabilisatoren nur verwenden, wenn ihr in diesen Panzern halt auch eine altgediente, also eine Veteranenbesatzung auswählt. Das bedeutet natürlich, die Panzer kosten euch dann punktetechnisch mehr. Aber ihr habt halt die Möglichkeit, dass ihr genauso wie bei der Infanterie mit Feuern und Bewegen die Möglichkeit habt, mit dem Panzer vorzurücken,
zu schießen, ohne den Malus zu bekommen für das Vorrücken. Muss man halt schauen, inwieweit das jetzt für einen praktikabel ist, weil man sagen muss, dass die Panzer der Amerikaner jetzt nicht so mega toll sind. Die haben alle ein paar kleine Hindernisse, sage ich mal, ein paar kleine Sonderregeln, die nicht so stark machen im Vergleich jetzt zu den deutschen Panzern oder zu den russischen Panzern. Die sind alle etwas schwächer gebaut, sage ich jetzt mal. Aber mit so einer Sonderregel kann man da schon wieder ein bisschen mehr rausholen. Da muss man schauen, was man sich für Listen baut. Wie gesagt, ob das für einen praktikabel ist. Es ist jetzt nicht so die Armee-Sonderregel, die jetzt spielentscheidend ist. Da muss man einfach schauen. Also es ist eine gute Regel. Ähnlich wie bei anderen Fraktionen, die wir jetzt mittlerweile behandelt haben, bei den Japanern mit dem Verstecktsein und bei den Deutschen auch mit den NCO. Es ist eine etwas schwächere Armee-Sonderregel, die hier und da mal zum Einsatz kommen könnte. Muss man einfach mal schauen, wie es die Liste dann halt so hergibt. So, kommen wir zu der letzten Armee-Sonderregel der Vereinigten Staaten, die da lautet moderne Kommunikationsmittel. Moderne Kommunikationsmittel tue ich mich persönlich etwas schwer, zumindestens mit der Erläuterung jetzt von Warlord. Sie sagt im Prinzip aus, dass den Amerikanern ein sehr gutes, umfangreiches Funknetzwerk zur Verfügung stande, also allgemein eine sehr gute Kommunikation zu allen Teilstreitkräften, die es den Amerikanern praktisch möglich machte, sehr zügig und schnell auf verschiedene Ereignisse zu reagieren, die da so auf dem Schlachtfeld oder allgemein passiert sind. Zum Teil unterstütze ich diese Erklärung oder diese Erläuterung, zum Teil auch nicht, weil auch den Deutschen sehr gute Kommunikationsmittel zur Verfügung standen, weil gerade Warlord in der Erklärung halt erwähnt, im Zusammenhang mit Panzerformationen, dass halt Gegner Panzerformationen oder Panzereinheiten nur durch Signalflaggen beispielsweise gesteuert haben. Das stimmt schon zum Teil, aber auch wieder nicht. Also auf deutscher Seite war es auch gerade zu Kriegsbeginn ein extremer Vorteil, weil gerade die deutschen Panzer Funkgeräte verbaut hatten und die Gegner, also in dem Fall dann Franzosen oder Polen, das nicht hatten und die wiederum Signalflaggen verwendet hatten, um die Panzer dann auf dem Schlachtfeld entsprechend zu koordinieren. Deshalb ist es nicht ganz richtig, würde ich jetzt einfach mal so sagen, aber ich denke mal eher, damit ist halt gemeint, dass allgemein alle Teilstreitkräfte halt sehr gut vernetzt gewesen sind, gerade mit den Funkgeräten vor Ort, die halt Melder und so weiter in den Trupps halt hatten, wo man mal eben schnell zum Hörer auf gut Deutsch greifen konnte, um entsprechende Sachen anzufordern, während die Deutschen vielleicht hier irgendwo erst Klingeldraht von Schützenloch zu Schützenloch gespannt haben, per Feldtelefon dann kommuniziert haben. Ich denke mal, dass sowas halt in der Richtung dann gemeint ist, ne? Also dass auf dem Feld selber gerade Infanterieeinheiten sich besser verständigen konnten, wie das bei den Deutschen beispielsweise gewesen ist, ne? Gerade zum späteren Kriegsverlauf logischerweise, als den Deutschen oder halt Japaner, je nachdem, nicht mehr so viel Ausrüstung in der Form oder jeder Einheit nicht mehr so viel Ausrüstung zur Verfügung stande auf den einzelnen Kriegsschauplätzen, um das halt zu kompensieren. Ja, gerade die Amerikaner haben hier unheimlich viel Nachschub in alle möglichen Richtungen geschickt. Also an Nachschub hat es den einzelnen Einheiten eigentlich selten gemangelt.
Und wenn, dann wurde es halt durch die gute Luftüberlegenheit irgendwo abgeworfen. Ja, also so würde ich das dann eher interpretieren. Und ja, was es letztendlich aussagt, ist, wenn ihr jetzt Reserveeinheiten aufs Feld bringt, hat man ja normalerweise, wenn das als Reserve deklariert ist, die Einheit ein Malus von -1 auf den Moralwert. Aber die Amerikaner dürfen dann praktisch auf den unmodifizierten Moralwert würfeln und dementsprechend dann das Spielfeld betreten. Ja, also ihr habt da wiederum kein Malus. Kommen wir jetzt mal zu besonderen Einheiten, wie ich finde, von den Vereinigten Staaten. Da wären jetzt zum Anfang einmal der Ranger-Trupp. Der Ranger-Trupp ist im Prinzip eine spezielle oder eine Spezialeinheit der Army gewesen, die im Prinzip eigentlich immer irgendwo direkt nach vorn gehen sollte oder sehr spezielle Aufträge hatten, die ja etwas kritischer waren. Also eine richtige Spezialeinheit, wie man sie halt kennt. Und das Tolle an dem Ranger-Trupp ist, also es ist eine Veteraneinheit, das muss man zu Anfang sagen, also kostet auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ich glaube, das sind 70 Punkte und können halt im Prinzip noch ein bisschen erweitert werden, noch ein paar Soldaten dazu gekauft werden. Und die haben eine ganz gute Sonderregel, im Prinzip lautet die Rangers lead the way. Das bedeutet im Prinzip, dass die Ranger halt immer nach vorn gehen. Die sind halt, wollen immer die Ersten sein am Feind und ja, wollen direkt erkunden und den Feind vielleicht schon observieren, stören, angreifen, wo es halt irgendwo geht. Also praktisch schon mal Unruhe stiften, bevor praktisch die Hauptstreitmacht der Amerikaner halt irgendwo ja ins Geschehen eingreift, sage ich jetzt mal. Und diese Sonderregeln bedeutet im Prinzip, wenn die Aufstellung halt abgeschlossen ist von beiden Seiten, darf diese Einheit halt eine kostenlose Rennenbewegung durchführen. Diese Rennbewegung darf dann aber nicht genutzt werden, um jetzt hier direkt irgendwie eine feindliche Einheit anzugreifen. Darf aber wiederum auch nicht, wenn beispielsweise die Deutschen jetzt hier ein Ambush gelegt haben, der Ambush jetzt von den Deutschen gelöst werden, um diese Einheit zu beschießen. Das geht dann auch nicht, ne? Also ihr könnt im Prinzip mit der Ranger-Einheit gleich direkt zu Spielbeginn nochmal eine gute Position euch sichern, indem ihr direkt dann dahin rennt, vielleicht um frühzeitig irgendwo über eine Flanke zu kommen, ne, um da schon mal den Gegner zu zeigen, hier ist eine Gefahr, dass er direkt schon zu Spielbeginn irgendwo gestört wird und sieht, dass da sich irgendwas in eine Flanke bewegt und halt entsprechend reagieren muss. Ne? Und dadurch, dass es eine Veteraneinheit ist und mit der Sonderregel Feuer und Bewegen, finde ich das auch eine sehr starke Einheit in dem Moment. Ja, auf jeden Fall sollte man die mal mitnehmen bzw. ausprobieren. Die nächste Einheit, die ich euch hier vorstellen möchte, ist das schwere Maschinengewehr-Team. Das gibt es so in der Form, glaube bei keiner anderen Fraktion, dass ihr das so als Teamwaffe mitführen könnt. Also bei den Deutschen beispielsweise ist es nur das leichte bzw. das mittlere Maschinengewehr. Mit dem schweren Maschinengewehr, was jetzt hier in dem Fall eine Browning wäre, das Modell ist jetzt nicht ganz korrekt, normalerweise ist da ein Dreibein verbaut und wie gesagt eine Browning M2HB. Mit 4 Soldaten bestückt. Ihr habt dann zwar nur 3 Schuss mit einer gleichen Distanz zu den regulären MGs von 36 Zoll. Allerdings habt ihr hier einen DSK +1, den ihr praktisch verteilen könnt. Das bedeutet, ihr könnt dann mit so einer Waffe durchaus ein gepanzertes Fahrzeug aufs Korn nehmen und habt damit halt die Möglichkeit oder die Chance, da auch Schaden zuzufügen.
Das schwere Maschinengewehr ist halt auch bei vielen Fahrzeugen und auch zum Teil auf Panzern koaxial verbaut. Also ihr habt das wirklich bei vielen Fahrzeugen, auch beim Jeep habt ihr das. Bei Half-Trucks, also diese Truppentransporter, ist es auch möglich, das zu benutzen. Wie gesagt, auch pivotier, das heißt als Flak zu benutzen auch. Und ja, es ist auf jeden Fall mal was anderes zu den bisherigen Fraktionen, die wir so hatten. Die hatten das halt in dieser Form nicht. Und ja, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um da mal irgendwo Schaden auch auszulösen für gepanzerte Einheiten. Oder gegen gepanzerte Einheiten, besser gesagt. Eine weitere Einheit, die es hier zu erwähnen gilt, ist das Pasuka-Team, der Pasuka-Schütze mit seinem Assistenten. Es ist deshalb zu erwähnen, weil es die zweitstärkste Panzerabwehrwaffe für Infanterieeinheiten ist. Also nach den deutschen Panzerschreck und Panzerfaust. Also ihr habt hier, sage ich mal, nur einen DSK von +5. Die zwei vorher genannten Waffensysteme haben +6. Also trotz alledem eine sehr starke Panzerabwehrwaffe mit der gleichen Reichweite wie die deutsche Panzerschreck, nämlich 24 Zoll. Und ist definitiv zu empfehlen, dieses Team mitzunehmen, wo immer es geht. Also in unseren Spielen kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass dieses System mal irgendwo versagt hat. Also eigentlich hatte in unseren Spielen die Panzerfaust beziehungsweise die Pasuka immer was getroffen. Und ja, wenn sie was getroffen hat, dann hat sie logischerweise die Punkte dann in dem Moment auch wieder rausgeholt für dieses Team. Also mehr als rausgeholt. Deshalb ist es zu empfehlen, hier bei den Amerikanern auch so ein Pasuka-Team mitzunehmen. So, kommen wir jetzt mal zu gepanzerten Einheiten der Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten haben auch eine ganze Reihe an diverser Panzer bzw. Panzerfahrzeugtypen. Unter anderem den Sherman, was im Prinzip so der Hauptpanzer der Amerikaner gewesen ist. Und ja, der Sherman-Panzer ist so ein bisschen, da ist man zwiegespalten, sage ich jetzt mal. Die Sherman-Panzer haben alle bis vielleicht die ganz große Version, sage ich mal, den Jumbo, wobei der auch schon wieder eine Sonderregel hat, die eher negativ zu betrachten ist, alle irgendwo ein Malus, ne? Und zwar wirkt sich das halt meistens aus, dass die halt leicht Feuer fangen. Das heißt, man führt halt, wenn das Fahrzeug getroffen wird, dann noch einen zusätzlichen Wurf auf dieser Fahrzeugschadenstabelle aus. Und man hat auch so praktisch eine höhere Chance als Gegner, den Panzer beim Treffer ja, zu beschädigen oder auszuschalten. Und wie gesagt, auch in höheren Versionen, zum Beispiel den Jumbo, der praktisch ja mit einer stärkeren Hauptbewaffnung und ja mit zusätzlicher Panzerung ausgestattet wurde, hat man halt wiederum auch einen Malus, dass er auf einmal zu langsam ist, ne? Also ich sag mal so, an diesem Panzer haben sie den ganzen Krieg irgendwo weiter gewerkelt, um irgendwo eine Version hinzubekommen, die es halt mit den gegnerischen Panzern, mit den deutschen Panzern halt aufnehmen kann, ne? Aber so wirklich gelungen ist es dem Krieg nicht. Es kam halt später noch ja stärkerer Panzer zum Einsatz, zum eigentlich schon Kriegsende, das war ja schon 45 oder Ende 44, den Pershing beispielsweise, oder halt auch verschiedene Jagdpanzertypen, die zum Teil aber dann auch wieder oben offen waren, also da im Prinzip auch wieder ein Malus hat. Also als Amerikaner, als Vereinigte Staaten, ja, darf man sich jetzt nicht wundern, dass man keine sehr guten Panzer aufstellen kann. Leider wirkt sich das auch punktetechnisch nicht positiv aus.
Auch, sage ich mal, die Panzer, die jeweils diesen Malus haben, sind auch von den Punktekosten jetzt nicht günstiger. Deshalb muss man halt schauen im Spiel, dass man die Panzer ein bisschen geschickter einsetzt, als das jetzt vielleicht bei Deutschen der Fall ist, wo man vielleicht sich mal sagt bei den Deutschen, okay, den jetzt auszuschalten wird ja eh eine schwierigere Geschichte. Da ist es bei den Sherman dann schon einfacher, den mal auszuschalten. Gerade was halt so Sachen anbelangt, wie diese Gyrostabilisatoren, wenn man das einsetzen möchte, um den Panzer wiederum etwas stärker zu machen, dann ist das ja auch wieder mit Punktekosten verbunden. Also da muss man schon wirklich gucken. Wie gesagt, man hat viele Möglichkeiten. Es gibt verschiedenste Versionen des Sherman-Panzers beispielsweise. Auch so mit Zusätze wie Raketenwerfer oder es gibt auch eine Flammenwerfer-Version. Ja, also es gibt da wirklich verschiedenste Typen. Und da muss man einfach mal schauen, was für einen da am besten in Frage kommt. Aber wie gesagt, die Panzer sind jetzt nicht das Nonplusultra bei den Amerikanern im Verhältnis jetzt zu den Deutschen, ne? Oder halt auch den Russen, ne? Also die haben ja auch sehr, sehr starke Panzer. Und da muss man einfach mal gucken. Auch hier bei den kleinen Stuart-Panzer habt ihr ja auch, wie gesagt, die Möglichkeit mit den Gyrostabilisatoren. Da muss man halt schauen, ne, inwieweit das Sinn macht. Ich würde schon fast dazu tendieren, einen kleineren Panzer zu spielen, der irgendwo ein bisschen Unterstützung macht. Und da muss man halt schauen. Wobei es wird halt schwierig, weil die Amerikaner auch jetzt von den Infanterieeinheiten nicht wirklich Möglichkeiten haben, irgendwelche panzerbrechenden Waffen mitzuführen. Ne? Bis jetzt auf die Bazooka habt ihr da halt auch wieder nur die Möglichkeit, als Panzerjäger auszurüsten. Das heißt, im Prinzip müsste man halt in den Nahkampf dann mit dem Panzer gehen. Aber ihr habt jetzt nicht, wie bei den Deutschen, die Möglichkeit, irgendwelche Hochladungsgeschosse wie eine Panzerfaust zu benutzen oder sowas in der Art, oder halt irgendwie ein Selbstmord Attentäter bei den Japanern, der einen sehr starke Durchschlag hat, wenn er an den Panzer rankommt, um den Panzer zu vernichten. Das widerspricht ja auch der amerikanischen Doktrin, irgendwelche Leute da sinnlos zu verheizen. Deshalb stehen euch solche Waffensysteme da jetzt nicht zur Verfügung. Ja, aber im Großen und Ganzen möchte ich das jetzt nicht schlecht reden. Es gibt, wie gesagt, viele Möglichkeiten und da müsst ihr einfach mal schauen, was für euch dann das Beste ist. So, kommen wir zum Ende der Fraktionsvorstellung der Vereinigten Staaten. Wie ihr gesehen habt, die Amerikaner sind eine ziemlich mobile Fraktion, die wenig Malis im Beschuss bekommen kann, außer mit der Hauptarmee-Sonderregel bewegen und schießen, was ich sehr, sehr wertvoll finde und was wir in unseren Spielen auch immer wieder gemerkt haben, dass einfach dieser Malus schon viel rausholt im Beschuss von Infanterie auf Infanterie. Sehr viel Beschuss halt beim Gegner aufgefangen werden muss und durch den guten Stellungswechsel, der dann damit möglich ist, also man kann ja sich halt immer wieder bewegen, schießen, ohne diesen Abzug zu bekommen, eröffnen sich halt auf dem Feld viele Möglichkeiten und so sollte man, glaube ich, die Amerikaner auch spielen, also viel in Bewegung. Und jetzt weniger irgendwie verschanzen, weil man halt einfach die Möglichkeit hat, dass was ankommt, um halt Distanzen auch zu reduzieren, um, was weiß ich mal, in Point Blank auch zu kommen oder halt nur halbe Reichweite, um dann noch mehr Schaden praktisch zu erzeugen, also dass man noch mehr trifft.
Und das Ganze wirkt sich halt auch zum Teil auf die Fahrzeuge, wie gesagt, aus. Also es gibt verschiedene Fahrzeugtypen beziehungsweise Panzer, die diese Gyrostabilisatoren verwenden können. Das ist so ein Plus-Minus-Effekt, finde ich aber, weil man die Panzerbesatzungen aufwerten muss auf Veteranen. Das macht man eigentlich auch relativ selten, weil es mit sehr vielen Punkte zusätzlich Kosten bedeutet. Und auf der anderen Seite hat man halt dann nur den Effekt, dass man auch beim Vorrücken nicht diesen Malus dann bekommt beim Schießen. Da muss man einfach mal ein paar Spiele machen, wie sich das anfühlt. Bisher wurde das jetzt bei uns selbst wenig eingesetzt. Zumindest, dass man jetzt mal einen Veteranenpanzer spielt, weil wie gesagt die Punkte dann doch ein bisschen zu wertvoll sind und man die lieber in andere Einheiten steckt. Aber dass es die Möglichkeit gibt, um so gesehen die ganze Armeefraktion auf dieses Konzept umzustellen, finde ich halt klasse. Ne? Also dass Fahrzeuge und Infanterie sich schnell bewegen können und keinen Malus halt auf die Bewegung bekommen, um zu schießen. Ja, es gibt super Infanterieeinheiten, wie ich die euch gerade erklärt habe, wie zum Beispiel diese Ranger, die sich auch nochmal wieder bewegen können. Also ihr seht, hat immer was mit Bewegung zu tun und dann aber kein Malus zu erhalten, also nochmal eine zusätzliche Bewegung bei den Rangern. Oder ihr habt Spiele mit Reserveeinheiten, Amerikaner kommen wieder rein, würfeln nur auf den unmodifizierten Moralwert und haben auch wieder da kein Malus. Also es fehlt immer mal wieder einfach der Malus, den die anderen Einheiten, die anderen Fraktionen bekommen würden. Und das ist halt ganz gut umgesetzt. Ne? Und auch der Vorteil jetzt mit der Luftüberlegenheit ist, wie gesagt, historisch auch gut umgesetzt. Habt ihr somit auch nochmal die Gefahr für den Gegner. Mist, er hat jetzt Fliegerleitoffizier einmal eingesetzt, aber er kann ihn noch einmal einsetzen. Würde für den Gegner auch bedeuten, er muss irgendwie auch versuchen, den Fliegerleitoffizier vielleicht eher mal auszuschalten, als es jetzt bei anderen Fraktionen sinnvoll ist oder gemacht werden muss. Ne? Einfach in der Hoffnung, jetzt nicht wieder einen Luftschlag zu bekommen, weil gerade Luftschläge oder Artillerieschläge jetzt bei den Briten, die sind auch häufig das Zündlein an der Waage, auch gerade wenn sie zu Beginn des Spieles auf einen kommen, weil man gerade vielleicht noch etwas enger zusammensteht. Es hat sich noch nicht viel verteilt auf der Platte und wenn es gut getroffen ist, sind immer sofort viele Einheiten gepinnt oder vielleicht sogar ausgeschaltet. Auch sehr stark. Deshalb definitiv mitnehmen, um halt von dieser Sonderregel zu profitieren. Ja, also dafür, dass jetzt, sage ich mal, nur die Panzer etwas schlecht sind, ist das eine sehr, sehr gute Allround-Truppe und gerade auch für Spieler sehr gut geeignet, die jetzt halt starten wollen, die erstmal ein bisschen testen wollen, wobei halt die ganzen Fraktionen sich auch irgendwo ausgleichen, gerade die Hauptfraktion, da ist das eigentlich nie so wirklich ein Riesenproblem. Aber definitiv zu empfehlen. Wie gesagt, schaut bei dem Video vorbei von Christian mit den US Marines, wo er die auch nochmal richtig im Detail vorgestellt hat. Da gibt es auch nochmal eine ganze Palette an möglichen Einheiten, auch gerade wieder Fahrzeuge, die genutzt werden können, weil gerade diese ganzen amphibischen Sachen mit Anlandung an Stränden und so weiter, mit den ganzen Truppentransportern, die es da alle noch gibt, da ist auf jeden Fall viel dabei, auch US Marines, die ausgerüstet werden können mit Schrotflinten beispielsweise. Das haben wir so die Standardeinheiten nicht, also auch nochmal eine Sturmwaffe. Ja, dann bleibt eigentlich nichts mehr weiter zu sagen. Schaut euch die Armee an. Wenn ihr Fragen habt, irgendwas unklar ist oder ich beziehungsweise jetzt hier einen Fehler gemacht habe, dann könnt ihr uns das gerne in die Kommentare schreiben oder ihr schreibt uns gezielt an. Und dann können wir einfach mal drüber diskutieren. Ansonsten würde ich sagen, ich will nicht lange schnacken und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!